Wie können wir uns das Radreisen eigentlich leisten? Haben wir einen Finanzsponsor oder haben wir einfach so viel Geld? Was kostet Radreisen eigentlich? All das beantworten wir in dem Video. Für alle, die uns noch nicht kennen, ich bin die Angie und das ist der Reini. 20 Monate sind wir mit unseren Rädern von Salzburg bis Malaysia geradelt, aber Corona hat uns leider vorzeitig zur Heimreise gezwungen. Deswegen haben wir unser ursprüngliches Ziel Neuseeland nie erreicht, aber was nicht ist, kann ja nur werden und deswegen starten wir im Juni 2021 mit unserer zweiten Radweltreise. Wie könnt ihr euch das leisten? Wie könnt ihr euch das leisten? Okay, zurück zum Thema, die Kosten. Bevor wir jetzt auf genaue Zahlen eingehen, wollen wir unbedingt vorher nur eins erwähnen. Radreisen kann sehr unterschiedlich gestaltet werden. Der eine geht lieber in Restaurants, der andere pflückt lieber das Obst vom Baum. Der eine liebt es wild zu campen, der andere schläft lieber im Hotel. Der eine will so viele Kilometer wie möglich strampeln, der nächste genießt lieber das Sightseeing oder chillt einfach nur in der Sonne. Egal wie ihr eure Radreise gestaltet, es soll jeder so machen, wie es ihm am liebsten ist. Aber aufgepasst, die Kosten können je nach Radreisestil doch sehr stark variieren. Unser Radreisestil beinhaltet vor allem viel Wildcampen, gönnen uns ab und zu aber auch mal eine Unterkunft, wir kochen meistens selber und versuchen die Kosten so gering wie möglich zu halten. Am besten, ihr schaut einfach ein paar unserer Reisevideos an und macht euch selbst ein Bild von unserem Reisestil. Schauen wir uns also mal unseren Ausgabekuchen nach 20 Monaten Radreise an. Wir haben unsere Ausgaben in 6 verschiedene Kategorien eingeteilt. Das größte Kuchenstück, also ganze 25% unserer Gesamtausgaben, haben wir für Lebensmittel ausgegeben. Mit 20% schlagen sich unsere Fixkosten zu Buche und 18% des Gesamtbudgets haben wir für Transportkosten ausgegeben. 13% sind für Nächtigungen draufgegangen und 14% haben wir in neues Equipment und Ausrüstung investiert. Dann bleiben nur 10% über und die fallen in die Kategorie Sonstiges. Was das in konkreten Zahlen bedeutet, das schauen wir uns jetzt genau an. Und falls sich wer fragt, ob wir wirklich jeden Cent aufgeschrieben haben, Kategorie Nummer 1, Lebensmittel. In 20 Monaten haben wir 4.406 € für 2 sehr hungrige Personen ausgegeben. Das macht 7,14 € am Tag oder besser gesagt, pro Person haben wir pro Tag 3,57 € ausgegeben. Inkludiert sind hier alle Einkäufe und alle Restaurantbesuche. Kuchenkategorie Nummer 2, die Fixkosten. Und halt stopp! Fixkosten sind was sehr Individuelles und wirklich bei jedem unterschiedlich. Wir wollen sie aber trotzdem im Budget inkludieren, weil sie einfach einen großen Teil mit 20% unserer Ausgaben ausmachen und weil, wenn ihr selbst ein Budget plant, dann müsst ihr eure eigenen Fixkosten unbedingt berücksichtigen. Unsere Fixkosten machen 170 € aus, also 85 € pro Person. Darunter fallen die Versicherung im Heimatland sowie Bank- und Kreditkartengebühren. Wir haben das Riesenglück, dass wir unsere Reiseversicherung nicht selbst finanzieren müssen, weil wir die zur Verfügung gestellt bekommen haben. Den Link zur Reiseversicherung, den gibt's in der Beschreibung. Achtung, Werbung! Die dritte Kategorie sind die Transportkosten und die machen ganze 18% unserer Gesamtausgaben aus. Wer unsere Reise verfolgt hat, der weiß, dass wir immer wieder mal auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgegriffen haben. Wir sind zum Beispiel mit Fähren gefahren, wie vom Iran in den Oman. Wir haben in China eine große Strecke mit dem Zug zurückgelegt. Wir sind einmal geflogen von der Türkei in den Oman. Also zusammengerechnet haben wir 3.126 € für 2 Personen für sämtliche Busse, Züge, Flüge, Taxis ausgegeben. Also 1.563 € pro Person. Bitte beachten Sie folgenden Warnhinweis. Unberücksichtigt bleiben dabei die Kosten für die unerwartete Heimreise von Malaysia aufgrund der Corona-Krise. Diese hat unglaubliche 1.910 € gekostet. Weil eine derartig spontane Rückreise aber hoffentlich ein absoluter Ausnahmefall ist und nicht repräsentativ ist, bevorzugen wir es, diese Kosten in der Gesamtübersicht nicht anzuführen. Warnhinweis Ende. Kuchenstück Nummer 4 macht 13% der Gesamtausgaben aus, und zwar für Nächtigungen. Dafür haben wir insgesamt 2.301 € ausgegeben, also umgerechnet nicht ganz 60 € pro Person im Monat. Während der Reise haben wir festgestellt, dass wir uns ab und zu den Luxus eines eigenen Hotelzimmers einfach nicht nehmen lassen wollen. Wir genießen die Nächte bei Warm Showers oder bei Couchsurfern immer sehr, aber ab und zu ist man einfach nur müde und man will einen absolut ruhigen Abend genießen. Kategorie 5, also die Ausgaben für Equipment und Ersatzteile, machen 14% unserer Gesamtausgaben aus.
Auf so einer Reise muss das komplette Equipment wirklich sehr viel aushalten und ist sämtlichen Witterungen und Belastungen ausgesetzt. Besonders die Kleidung, die man täglich anhat und ständig den UV-Strahlen ausgesetzt ist, die beginnt sie einfach nach und nach aufzulösen und sie muss ersetzt werden. In unserem Fall ist vor allem einiges an Kameraequipment ins Gewicht gefallen, das haben wir uns während der Reise zugelegt und so haben wir insgesamt 2.487 € ausgegeben. Also da kann man auf jeden Fall nur an der Sparschraube drehen. Um unseren Ausgabekuchen vollständig zu machen, brauchen wir nur Kategorie 6 und zwar Sonstiges mit 10% unserer Gesamtausgaben. Unter sonstige Ausgaben fallen Gebühren für Visa, Ausgaben für Sightseeing, Souvenirs, Internetkosten oder SIM-Karten. Insgesamt haben wir für diese Kategorie 1.702 € ausgegeben. Darunter fallen 840 € auf Visakosten für 2 Personen und von diesen 840 € sind allein 500 € fürs China-Visum draufgegangen. So, und wer von euch hat jetzt die Gesamtkosten schon zusammengerechnet? Insgesamt haben wir für 2 Personen und 20 Monate Radreise 17.644 € ausgegeben. Das sind, Moment, pro Person 8.822 €. Nicht schlecht, oder? Aber bevor ihr jetzt das Video ausschaltet, ihr wollt doch sicherlich nur wissen, woher wir so viel Geld haben. Wart ihr vor der Reise Spitzenverdiener? Habt ihr einen Finanzsponsor? Verdient ihr so viel mit eurem YouTube und eurem Blog? Seid ihr reich? Jein. Reich sind wir nicht. Oder vielleicht doch ein bisschen. Wir sind vielleicht nicht reich, aber wir sind wahnsinnig privilegiert. Wir haben beide Ausbildung und Studium machen können und wir wissen, wenn das Geld ausgeht, dann können wir zurückkommen und wir finden sofort eine Arbeit. Außerdem leben wir in Österreich in einem sehr einkommensstarken Land mit einer starken Währung. Wir können ganz viele Länder der Welt sehr günstig bereisen. Weltweit betrachtet müssen wir also die Frage, ob wir reich sind, definitiv mit Ja beantworten. Trotz unserer privilegierten Situation haben wir auch ein bisschen was dafür tun müssen, dass wir uns den Traum einer Radreise erfüllen können. Wir haben vor der ersten Reise wirklich jeden Cent beiseite gelegt. Wir haben unsere Ausgaben, so gut es gegangen ist, minimiert, haben in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt, das Auto verkauft, haben am Ende des Monats jeden Euro aufs Sparbuch gelegt. Ganz ohne Verzicht hätten wir uns das auch nicht leisten können. Und weil wir da einfach konsequent genug sind, können wir uns den Traum einer Radreise ermöglichen. Wenn du es bis dahin im Video geschafft hast, dann schreib doch mal in die Kommentare, auf welchen Luxus du verzichten würdest, um deinen Traum zu ermöglichen. Und wem das jetzt alles zu schnell gegangen ist, auf unserem Blog www.saddlestories.at gibt es nochmal alles zum Nachlesen, der Link ist unten in der Infobox. Und wer uns auf unserer zweiten Radweltreise begleiten möchte, die wir in der ersten Juniwoche starten, der kann gerne mal auf Instagram vorbeischauen, da gibt es nämlich immer die aktuellsten Infos. Unsere 8-teilige China-Serie ist mittlerweile abgeschlossen. Wir finden, die Videos sind richtig cool geworden, ihr sollt unbedingt da mal reinschauen, wer es noch nicht gesehen hat. Danke fürs Zuschauen und pfiat euch!